Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute dreht sich alles um meine erste und auch liebste Warhammer-Armee, die Bretonen. Angefangen habe ich mit ihnen in der 5. Edition und entsprechend lange ist es her, dass die Modelle bemalt wurden. Jetzt warten sie alle auf neue Farbe. Das wird sich allerdings noch eine Weile hinziehen, denn jeder Ritter hat sein eigenes Wappen und das braucht nun mal Zeit. Natürlich kann man die Ritter auch alle relativ ähnlich zueinander anmalen, aber das trifft für mich nicht den Geist der Bretonen, wo ja jeder Ritter ein Held ist. Den Anfang machen William Fitzgervais und sein Freund Heinrich von Caster aus dem Imperium. Im Video zu den beiden hatte ich ja bereits gesagt, dass ich mehr die anglonormannischen Namen bevorzuge. Eigentlich hatte ich nur vorgehabt, den Questritter anzumalen. Dann ist mir allerdings das Quellenbuch Bretonia des Warhammer-Rollenspiels in die Hände gefallen und so entstand die Idee zur Geschichte von Heinrich und William. Im Gegensatz zu den anderen bretonischen Geschichten ist diese nicht mit ihnen verbunden. Allerdings hat die Bemalung so viel Spaß gemacht, dass ich danach immer mehr Modelle entfärbt habe und auch immer noch entfärbe und die Armee wird weiter wachsen. Wie bei meinen anderen Rittern auch, habe ich neue Pferde gedruckt, was gerade bei den Quest- und Gralsrittern der 5. Edition sehr schade ist, denn deren Pferde haben Metallköpfe. Leider sind die alten Pferde nur zu astronomischen Preisen zu bekommen und weil ich vor 20 Jahren noch Ölfarben zur Bemalung benutzt habe, lassen sich die Pferde leider nicht mal ebenso entfärben, ohne größeren Schaden zu nehmen. Aber ich muss sagen, dass mir die gedruckten Pferde besser gefallen als die alten aus Kunststoff, auch wenn ich die Metallköpfe nicht verwenden konnte, die zur Heraldik des Ritters passen. Weiter geht es mit Sir Wulfric, der erste und bisher einzige Gralsritter der Armee. Leider habe ich den zu lange im Sterilium liegen lassen und die Zinnpest hat zugeschlagen. Also musste ich, bevor der Farbe bekommen konnte, erstmal Löcher auffüllen, aber dann ging's endlich los. Bei ihm habe ich auch nach langer Zeit mich dazu entschlossen, mal wieder ein Wappen freihändig zu malen. Seitdem versuche ich das mit allen Wappen. Mit mehr oder weniger Erfolg. Gralsritter hatte ich in meiner Armee der 5. Edition gar nicht. Dafür allerdings eine ganze Menge Questritter. Mit der 6. Edition gab es dann Questritter mit Zweihändern und die mit Lanzen ausgerüsteten aus der 5. Edition wurden quasi befördert und als Gralsritter eingesetzt. 2005 oder 2006 hatte ich dann das Glück, in einer Auktion einiges an Gralsrittern zu bekommen, und zwar die alten, inklusive ihrer Schilde und den Pferdeköpfen. Für diejenigen, die sich erinnern, die Pferdeköpfe hatten damals auch die Heraldik der Ritter als Schmuck auf. Allerdings warten die, wie so viele andere Modelle, auch auf neue Farbe. Das Gute daran ist, dass ich sie aber schon entfärbt gekauft habe, oder größtenteils entfärbt, und dieser Schritt fällt jetzt eben weg. Die nächsten Bretonen, die ich dann angemalt habe, waren auch entsprechend Questritter. Sir Lionel of Farley mit dem Wolfswappen ist der Champion der Questritter aus der 5. Edition und der Ritter in Weiß-Rot, Sir Ronan Fitzhugh, gehört unschwer erkennbar zur 6. Edition. Der Champion hatte ursprünglich eine Lanze, aber das gefiel mir damals nicht und ich bin immer noch froh, dass ich sie durch ein Schwert ersetzt habe. Ein Waldelfenzauberer war damals so nett, sein Schwert abzugeben. Den Zauberer habe ich dann für meine Dunkelelfen benutzt und der ist auch noch irgendwo, aber in einem ziemlich schlimmen Zustand, was die Bemalung betrifft. Sir Ronan ist genauso, wie ich ihn damals von GW gekauft habe. Da wurde nichts dran verändert, außer dem Pferd, denn die gedruckten sehen einfach besser aus als die Originale. Jedenfalls gefallen sie mir jetzt besser als die Originale. Die Originale waren damals toll, heute sind sie in Ordnung. Man kann hier schön sehen, was für einen Sprung das Miniaturendesign an sich gemacht hat und was alles mit digitalen Möglichkeiten machbar ist. Was ich bei Sir Ronan leider nicht verwenden konnte, war das Gepäck, das die neuen Questritter damals dabei hatten, weil das ist eben für die Kunststoffpferde gemacht und mit den Pferden von Lost Kingdom Miniatures ist es einfach nicht mehr nutzbar. Die Geschichten gingen dann auch mit 3 Questrittern weiter. Algernon de Courcy in Silber und Gold, Gregor of Merton in Blau und Odo de Bracy in Rot. Der wird auch gern der Stiefelritter genannt, weil er nur einen Stiefel trägt. Wie auch bei den anderen Rittern habe ich hier gedruckte Pferde verwendet. Bei Odo habe ich auf ein Pferd mit Schabracke verzichtet, weil ich mir gedacht habe, aufgrund seines heruntergekommenen Aussehens passte das besser. Der Mann sucht definitiv schon lange nach dem Gral und so manches Monster und feindlicher Champion wurde von ihm schon erschlagen. Die beiden anderen Ritter sind auf ihren Pferden im Originalzustand. Natürlich habe ich auch hier das Gepäck weggelassen, wie ich ja oben schon gesagt habe. Das Besondere an den Rittern hier ist aber, dass ich diesmal reale Wappen verwendet habe. Die stammen aus Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, also nicht mehr aus dem Mittelalter, aber das tut für mich nichts zur Sache. Die Wildschweine auf Sir Algernons Schild waren wirklich nervtötend und bis heute bin ich nicht richtig zufrieden mit ihnen. Aber ich habe hier eine wichtige Sache für mich herausgezogen. Objekte auf Schilden sind einfacher zu malen, wenn man erst eine grobe Form malt und dann, ähnlich wie ein Bildhauer aus einem Stein, das Tier oder den Gegenstand daraus hervorarbeitet. Das ist hier nicht ganz so gut gelungen, aber es wird besser. Als nächstes brauchte die Armee Infanterie.
Die kam in Form einer kleinen Gruppe Gralspilger, angeführt vom Bruder Edgar. Eigentlich war das eine aus der Not geborene Idee, weil ich nicht wusste, was ich mit den angelsächsischen Priestern von Victrix machen sollte. Also habe ich mir den Green Stuff genommen, den Pilgern Gepäck an den Leib und Flicken auf die Gewänder modelliert. Wie auch schon bei meinen Imperiumssoldaten habe ich bei der Größe der Einheit an Warlords of Erebon gedacht und nicht an Warhammer. Deshalb gibt es bis jetzt nur 10 Modelle, aber es werden noch ein paar weitere folgen. Weiter ging es mit 10 Speerträgern, die noch aus der 5. Edition stammen. Ein paar Modelle sind noch im Entfärbungsbad und ich habe auch ein ganzes Regiment Hellebardenträger. Die sind allerdings von Harlequin Miniatures, die heißen heute Blacktree Design, haben aber immer noch die für die Bretonen nutzbaren Modelle im Sortiment. Später gab es die Landsknechte ja auch noch aus Kunststoff und auch von denen habe ich mir einige zugelegt. Genau wie die Hellebardiere warten sie im Augenblick auch auf neue Farbe. Natürlich kann keine bretonische Armee auf Langbogenschützen verzichten. Deren Video wird im neuen Jahr kommen, aber bemalt wurden sie bereits im Oktober und deswegen sind sie hier mit dabei. Ein bisschen schade finde ich immer noch, dass Bretonen nur Langbögen als Fernkampfwaffen haben. Armbrüste wären auch passend, aber wenn vielleicht The Old World kommt, gibt es da ja ein Umdenken, denn in der 4. Edition von Warhammer waren die Bretonen noch sehr stark am 100-jährigen Krieg orientiert. Da hatten sie dann auch in ihrer Armeeliste Bombarden, also Kanonen zur Verfügung und Armbrüste. Wenn diese Kleinigkeiten wiederkämen, dann wäre es bestimmt noch interessanter, Bretonen zu spielen. Der Infanterie folgten meine fahrenden Ritter, die Lady Isabelle auf ihrem Weg in das Dorf Covil begleiten würden. Fahrende Ritter gehören wie Questritter zu den Rittern, die mir am besten gefallen. Beide Gruppen befinden sich auf Ritterfahrt. Aber wo Questritter erfahrener sind und mit Bedacht handeln, stürzen sich fahrende Ritter draufgängerisch und tollkühn in die Gefahr. Mutig bis zur Dummheit, habe ich dazu gerne gesagt. Eine bretonische Armee ohne fahrende Ritter ist eigentlich keine richtige bretonische Armee, jedenfalls für mich nicht. Wie Ritter des Königs sind sie ein fester Bestandteil der Armee und man bekommt für relativ wenig Punkte eine recht schlagkräftige Kavallerie. Außerdem passt es für mich besser, wenn eine junge Zauberin von einer Gruppe fahrender Ritter begleitet wird, die glauben, sich ihr gegenüber beweisen und sie schützen zu müssen, obwohl die Dame das durch ihre Magie vermutlich genauso gut oder wahrscheinlich noch besser kann. Aber welche adlige Dame würde sich der Aufmerksamkeit einer Gruppe junger Ritter berauben, die darin wetteifern, sich gegenseitig in ihren Augen zu übertreffen? Wie angekündigt kommen jetzt die Modelle, die kein Video haben. Entweder weil sie schon vor längerer Zeit bemalt wurden oder weil ich an ihnen etwas herumexperimentiert und Sachen ausprobiert habe. Die Ritter hier sind von Gamezone und wurden schon vor ein paar Jahren bemalt. Keiner von denen hat einen Namen und sie sind bis jetzt auch nur einmal in die Schlacht gezogen. Der in Rot und Gold ist der Gralsritter-Champion von Gamezone, während die 3 anderen Questritter sind. Der Musiker und Standartenträger sind so geblieben, wie sie sind. Nur der Ritter in Grün sitzt auf dem Pferd eines Knappen. Ähnlich wie bei Sir Odo vorher hat es mir damals einfach besser gefallen und deswegen liegt irgendwo im Berg der Möglichkeiten ein Knappe ohne Pferd und ein Ritterpferd mit Schabracke ohne Reiter. Außerdem habe ich das Schwert ausgetauscht, denn die von Gamezone sind sehr dünn und entsprechend anfällig. Zum Abschluss kommen jetzt Questritter, an denen ich ein wenig experimentiert und Sachen ausprobiert habe. Die Modelle sind von Lubart Miniatures und kommen, wie könnte es anders sein, aus dem Drucker. Ich habe sie vergrößert gedruckt, weil die Pferde sonst zu klein gewesen wären. Das sind zwar nur 10%, aber die machen manchmal eine ganze Menge aus. Außerdem können die Figuren auch in Einzelteilen oder am Stück gedruckt werden. Natürlich habe ich mich für die erste Variante entschieden, deswegen konnte ich dann Köpfe mit Helmzieren eines anderen Herstellers verwenden und auch Schwerter habe ich ausgetauscht, was daran lag, dass mir eins abgebrochen ist. Am meisten Spaß gemacht hat es mir hier an den Heraldiken zu arbeiten und wie bei meinen vorherigen Rittern habe ich keinerlei Abziehbilder verwendet, um Lilien oder Tiere darzustellen. Das ist mal mehr und mal weniger gut gelungen, aber die Ritter gefallen mir trotzdem sehr gut. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich, nachdem der Ritter mit dem rot-weißen Karo-Muster fertig war, ich tagelang keine anderen Ritter mehr angepackt habe, weil ich einfach keine Heraldik mehr sehen konnte. Mit den Modellen sind wir dann auch schon am Ende des Videos angekommen. Wie immer freue ich mich über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald in meiner Schmiede.